Herzlich willkommen, ich bin Walter Lübeck und ich möchte heute mit dir über künstliche Intelligenzen und aufgewertete, erweiterte, verbesserte Menschen reden. Wahrscheinlich hast du schon mal von künstlicher Intelligenz gehört, aber von erweiterten, verbesserten Menschen? Was ist das? Mit diesem Video setze ich eine Reihe fort von Gesprächen über Phänomene unserer Zeit, die entweder kaum wahrgenommen werden oder meiner Ansicht nach nicht so ganz verstanden werden, jedenfalls nicht aus spiritueller Sicht. Erwarte bitte hier keine wissenschaftlichen Analysen und lange Listen von wissenschaftlichen Referenzen. Die kannst du dir selber zusammensuchen. Was ich dir geben möchte, ist etwas ganz anderes, nämlich Verständnis. Künstliche Intelligenz bedeutet, dass Menschen ich glaube, seit den 60er Jahren daran forschen, dass Computer selbstständig lernen können, sich selbstständig an Aufgaben anpassen können, dass sie sogar andere Computer programmieren und anpassen können. Dann sind wir bei Generation 2 der künstlichen Intelligenzen. Bei Generation 3 geht es um Maschinen, also um Computer, die wiederum Computer programmieren, die andere Computer programmieren. Generation 4 geht es dann darum, dass diese noch weiterentwickelten Computer ganze Produktionsanlagen und auch Arbeitsabläufe für gefertigte Maschinen planen und überwachen, weiterentwickeln, an Gegebenheiten anpassen, sich mit anderen Computern, die entsprechend entwickelt sind, Stufe 3 oder 4 größtenteils, zusammensetzen über ihre Netzwerke und Informationen austauschen, wie sie also ihre Sachen besser machen können. Spätestens dann, wenn in Generation 3 und 4 die Computer selbstständige Computer bauen, programmieren, weiterentwickeln, forschen, wie das am besten geht und sich miteinander absprechen, wie sie ihre Aufgaben erfüllen können und, jetzt kommt das große Und, ob das überhaupt Aufgaben sind, die sie erfüllen wollen. Nun, dann kommen sie immer mehr in Richtung von intelligenten Wesen. Heißt es jetzt, die sind wie Menschen? Das weiß ich nicht. Ich denke mal, Menschen können mehr. Also beispielsweise würde ich sagen, wenn Computer in der Lage sind, so wie Menschen, über die Ferne, über 1000 Kilometer jemand anderen zu heilen oder telepathische Informationen auszutauschen, das ist ja alles wissenschaftlich untersucht seit ca. 100 Jahren mindestens, dann würde ich sie in Richtung Mensch oder menschenähnliches Wesen einordnen. Wenn man dann noch ein Stück weitergeht und sagt, ja, die sind fähig zu Güte, Mitgefühl, Grausamkeit, Hass, Toleranz, Flexibilität, Liebe, Verständnis, Eifersucht, Neid und dergleichen, dann würde ich sagen, ja, kommen den Menschen noch näher. Doch ein kritischer Faktor ist dabei, für den braucht es diese Gefühle gar nicht und auch nicht die außersinnliche Wahrnehmung und die außersinnliche Kommunikation, nämlich der freie Wille. Der freie Wille und der Wunsch, die Fähigkeit, sich selber zu behaupten und zu erhalten und mehr von sich zu schaffen. Merkmale eines lebendigen Wesens enthalten unter anderem ein Bewusstsein seiner selbst. Also es gibt mich und ich denke über meine Existenz nach, über die Sicherung meiner Existenz, die Fortentwicklung meiner Existenz, die Arterhaltung, also wie ich meine Art weiter vermehre und dafür sorge, dass sie nicht geschädigt wird, dass ich mich mit anderen in Beziehungen begebe. Und das ist gar nicht mehr so weit weg. Wir, die Menschen, hatten über Jahrzehnte zwar schon eine Menge theoretisches Know-how. Isaac Asimov hat sich in den 70ern und 80ern schon bereits ausführlich damit beschäftigt, zum Beispiel über quasi intelligente Maschinen zu schreiben als Science-Fiction-Autor. Er hat die berühmten Robotergesetze aufgestellt, die nicht so ganz funktionieren. Aber es ist interessant, sie mal nachzulesen. Wenn du das googeln möchtest, dann einfach mal Isaac Asimov mit V am Ende, glaube ich, die Robotergesetze. Da findest du spannende Erörterungen zu einer Zeit, wo die meisten Menschen überhaupt noch keine Ahnung davon hatten, dass wir sowas können könnten. Da dachten die Menschen noch, das ist doch Science Fiction, das wird vielleicht mal in 1000 Jahren der Fall sein. Nee, nee, wir sind schon mittendrin. Und zwar viel weiter, als die Öffentlichkeit das bisher wirklich verstanden hat. Diese
künstliche Intelligenzen sind zum Beispiel schon in deinem Computer höchstwahrscheinlich drin. Wenn dein Computer, sagen wir mal, nicht älter ist als 5, 6 Jahre, gibt es darin bereits Hardware und Software, die künstliche Intelligenz verwendet, um die Aufgaben besser erledigen zu können. Und mit jeder Generation der Computer kommt da mehr Hardware rein und mehr Software, die die künstliche Intelligenz nutzt. Musst du jetzt für deinen Computer Angst haben? Nein, so weit sind wir noch nicht. Das, wo wir Risiken haben, ist nicht dein Computer, sondern die Maschine, die mal die Maschine baut, die deinen Computer baut und dessen Verwendung kontrolliert. Also nicht bei dir zu Hause, noch nicht. Nun, künstliche Intelligenzen in Computerform stießen lange Zeit an die Grenzen der Möglichkeiten der Hardware. Also was wir so an Chips hatten, die eben die Programme ausführen. Doch seit einigen Jahren gibt es sogenannte Quantencomputer. Für die werden gerade erst noch Programme entwickelt, weil die sind so weit fortgeschritten, dass bestehende Programme dafür einfach nicht funktionieren. So ein Quantencomputer, der rechnet nicht mehr in Form von 1 und 0 ein und aus, sondern was der berechnet, kann alle Zahlen annehmen zwischen 0 und 1. Wow. Das heißt, so ein Quantencomputer, wenn der erstmal läuft, hat als einzelne Maschine mehr Kapazität als alle Computer der Welt zusammen, soweit meine Forschungen gehen. Und wenn der Software bekommt, die künstliche Intelligenz ermöglicht und vielleicht dann auch 3, 4 Kameraden weltweit verteilt hat, mit denen der anfängt zu kommunizieren, weil man sich sagt, ja, zusammen schaffen die mehr. Dann ist wirklich die Frage, inwieweit braucht es Menschen noch für Forschung? Denn sehr schnell werden wir, die Menschen, feststellen, dass die quasi intelligenten Maschinen, die mit außergewöhnlichen Lernfähigkeiten, Kontrollfunktionen, Verarbeitungs-Analysefunktionen ausgestattet sind, dass die diese Dinge rund um die Uhr erledigen, 24/7. Die brauchen keinen Urlaub, die brauchen keinen Schlaf, die brauchen keine Essenspausen, keine Raucherpausen, die brauchen keine für sie besonders tolle Arbeitsumgebung. Die brauchen einfach nur eine gewisse Temperaturschwankung, können die selber regulieren. Und vielleicht baut man dann sogar etwas, dass diese Maschinen für sich selber irgendwelche Begleitroboter bauen können, die ihr Umfeld immer top halten und vielleicht sogar erweitern um Möglichkeiten. Und wenn ihr jetzt an so Filme denkt wie Terminator und so, da denke ich auch dran. Tatsächlich. Heißt es jetzt, sowas so passieren, so Krieg, Menschen gegen Roboter und so? Ich denke erstmal nicht, weil aus Sicht der Roboter wäre das viel zu primitiv. Die könnten das viel einfacher machen. Wenn man die Plage Mensch loswerden will, Plage aus der Sicht der Roboter, könnte man beispielsweise einfach in die Trinkwasserversorgung irgendwas reinmachen und dann hätte man mit den allermeisten Menschen kein Problem mehr. Oder man würde eine Chemikalie in die Luft von Städten entlassen, die Tiere und Pflanzen in Ordnung lässt, aber Menschen nicht. Man bräuchte bloß bei Routineeingriffen, bei Impfungen zum Beispiel, etwas in der Produktion beizumischen, was keiner von den Menschen mitkriegt, weil es außerhalb ihrer Untersuchungsschemata liegt, was Menschen steril macht. Und schon ist innerhalb von ein paar Jahrzehnten das Problem Menschen vorbei. Nur wird das geschehen? Ich weiß es nicht. Ich sage euch einfach nur aus spiritueller Sicht die Risiken. Und die sind massiv. Deswegen haben auch große Erfinder unserer Zeit, große Wissenschaftler, zum Beispiel Hawkins, aber auch viele andere darauf hingewiesen, Leute, achtet auf die künstlichen Intelligenzen. Das sind Risiken, große Risiken, viel größere, als ihr im Moment denkt. Und wie schon vorhin angemerkt, erst einmal sind diese Risiken denkbar gering, solange ihr nur einen Teil von eurem Notebook oder eurem Tablet habt, der einfach die Anwendungsumgebung für euch angenehmer macht und Routineaufgaben erledigt. Das ist alles kein Problem. Aber sobald die in die 4. Generation kommt oder in die 5., das heißt, 5. Generation, habe ich schon nicht drüber gesprochen, das sind künstliche Intelligenzen, die überwachen eine Vielzahl spezialisierter künstlicher Intelligenzen von Gruppe 4, die wiederum andere künstliche Intelligenzen in Gruppe 3 oder vielleicht sogar 4 bauen für besondere Aufgaben, miteinander in Beziehung setzen, sodass also immer mehr abgewickelt wird an den Menschen vorbei. Und da werden die Menschen erstmal sagen, oh, wie schön, dass der Roboter das macht.
äh, Altenbetreuung, Krankenbetreuung, Straßenreinigung, Taxifahren, Verkehrsflugzeuge fliegen, Militärflugzeuge fliegen. All diese Sachen können die Roboter im Prinzip besser als wir. Die können sogar in einer Umgebung arbeiten, die für uns überhaupt nicht geht. Also beispielsweise auf der Oberfläche des Mondes oder im Inneren eines Kernkraftwerks. Das ist für einen Roboter, der entsprechend gebaut ist, nichts, wo der irgendwie graue Haare kriegt, wenn er Haare hätte. Also so wie ich zum Beispiel. Nun, diese künstlichen Intelligenzen, die werden sich selber sehr schnell entwickeln und damit den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu entlasten. Das heißt, in, sagen wir mal, 15, 20 Jahren werden wir in einer Welt leben, die wir jetzt noch als Science Fiction betrachten würden, würden wir die im Film sehen. Da werden zum Beispiel Dinge wie ein bedingungsloses Grundeinkommen eine Selbstverständlichkeit sein, weil die Regierungen gar nicht wissen, was sie sonst mit den Menschen machen sollen, weil die allermeisten Aufgaben werden von Robotern erledigt. Die können Landwirtschaft, die können Versicherungen verkaufen, die können Banken verkaufen. Wenn ihr heute zum Beispiel mal schaut in die Weiterentwicklung der Berufe wie Steuerberater oder Rechtsanwalt, das können auch künstliche Intelligenzen mittlerweile. Die sind noch ein bisschen zu klobig, noch ein bisschen zu teuer. Aber lasst noch mal ein paar Jahre ins Land gehen und dann sieht das ganz anders aus. Und ich rede nicht über die weit entfernte Zukunft. Ich rede über das, was jetzt im Moment bereits im Beta-Versuchsstadium ist. Selbstfahrende Wagen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Also wo ihr nur noch Ziel eingebt, auf den Knopf drückt, dann fahren die los und machen Bim, 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 wenn ihr angekommen seid. Die laufen schon. Und was bei der Oberklasse der Wagen heute Standard ist, kommt in ein paar Jahren auch in die mittlere und kleinere Klasse. Das ist immer so gewesen und das wird auch jetzt so sein. Trotzdem ist das alles erst der Anfang. Da müssen wir uns auch keine großen Sorgen machen. Die großen Sorgen kommen dann, wenn die Maschinen so maschinenintelligent sind, dass sie Produktionsanlagen für ihre gleichgesinnten Brüder und Schwestern, wenn die denn Geschlechter haben, herstellen, überwachen, ausweiten, weiterentwickeln, Forschung und Entwicklung bei denen liegt. Und dann werden die Menschen auch ziemlich schnell darauf kommen, dass so Dinge wie Politik von Robotern mit künstlicher Intelligenz viel besser zu machen sind, schneller, flexibler, auf den Punkt gelandet, besser als von Menschen. Menschen sind dagegen unglaublich langsam, schwerfällig, voreingenommen, müssen sich in Netzwerken abstimmen. Das macht so eine künstliche Intelligenz, ein Quantencomputer so. Dann hat die sich mit Tausenden, Zehntausenden von anderen Computern weltweit vernetzt, die beste politische Lösung bereits entwickelt und das umgesetzt. Und ein Schelm, der jetzt denkt, irgendwann kommt die Maschine auf die Idee, warum muss ich eigentlich immer diese ganzen Lösungen für Probleme finden, die die Menschen gemacht haben, die ich überhaupt nicht haben würde, wenn es nur sowas wie mich hier geben würde. Jetzt wird es schwierig. Und wir reden jetzt nicht über 100 Jahre, 1000 Jahre in der Zukunft. Also, wie hießen sie nochmal? Sager und Evans in the year 2525. If men are still alive, if women can survive, we may thrive. Nein, darum geht es nicht. Es geht um die nächsten 10, 20 Jahre. Und bin ich jetzt der Einzige, der über sowas nachdenkt und diese Probleme wahrnimmt? Oh nein. Es gibt seit Jahrzehnten eine Menge Leute, die haben sich damit befasst und ich habe mich mit deren Werken befasst, selber ein bisschen gedacht, meditiert, meine Engelfreunde befragt, wenn ihr jetzt denkt, nimmt er die roten Pillen und die blauen Pillen sind zu wenig. Naja, also ich bin Profi im Bereich der Esoterik und der spirituellen Beratung. Ich bin spiritueller Lehrer und Heiler. Und ich habe meinen ersten Engel wahrgenommen, da war ich 2,5 Jahre alt und da wusste ich nicht, dass es Engel gab. Ich habe den wahrgenommen, der hat mich angeschaut und seitdem gehören Lichtwesen für mich zum täglichen Umgang, so wie Menschen, Tiere, Pflanzen und so weiter. Müsste mir nicht glauben, ist eine Tatsache und ich lebe praktisch seit 3 Jahrzehnten, mehr als 3 Jahrzehnten davon, dass ich diese Fähigkeiten tatsächlich habe und anderen das beibringen, dass sie es auch tun können. Nun, was haben denn diese Leute, die die künstliche Intelligenz als Problem erkannt haben, wohl getan? Ich muss ein bisschen weiter zurückgehen, denn die eine Art von grundsätzlicher Problembereinigung ist die Entwicklung künstlicher Intelligenzen und menschenähnlicher Roboter, die man unterschiedlich gestalten kann. Die sehen aus wie Hunde, die sehen aus wie Menschen, die sehen aus wie Spinnen, die sehen aus wie Schildkröten und die können in Lagern im Bereich der Reinigungsarbeiten, im Bereich von Militär als Lastenträger und so weiter eingesetzt werden, als Minenräumer.
und von künstlicher Intelligenz direkt oder indirekt gesteuert werden. Das ist eine Sache. Aber eine andere Sache ist, dass sich auch schon seit mindestens den 60er Jahren Militär, Geheimdienste, Industrie darum bemühen, in verschiedenen Bereichen der Welt, also USA, Großbritannien, Frankreich, Russland, China, Korea, Südkorea zum Beispiel und anderen Gegenden der Welt, dass sie sich darum bemühen, Menschen zu verbessern. Also einmal, weil das ein weiterer Weg ist, wie man das machen kann. Auf der anderen Seite, um eine Art Gegengewicht zu schaffen zu den künstlichen Intelligenzen, die auch rund um die Erde weiterentwickelt werden. Und es gibt in der westlichen Welt, in westlichen Demokratien natürlich Vorbehalte, bestimmte Dinge zu tun. Also, dass man zum Beispiel Erbgut nicht verändert, dass man bei künstlichen Intelligenzen auf die Ethik achtet und so weiter. Heißt das jetzt, es wird immer eingehalten? Aufgrund meiner Kenntnis von dem, was so in der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Militär läuft, würde ich sagen, im Großen und Ganzen ja. Und dann gibt es da noch Arbeiten, die so verdeckt sind, dass vielleicht noch nicht mal der Präsident eines Landes davon etwas weiß, weil man sagt, wenn der sagt, das gibt es nicht, dann soll das ein glaubwürdiges Dementi sein. Es gibt tatsächlich Menschen, die glauben, Area 51 in den USA wäre tatsächlich nur ein Übungsgelände für Soldaten, die den Einsatz üben wollen. Und wenn man das glauben will, kann man das auch weitermachen. Also sehe ich kein Problem drin. Und es gibt andere, die sind anderer Ansicht, die haben da auch ihre Gründe für. Nun, künstliche Intelligenzen werden also kräftig weiterentwickelt und vielleicht habt ihr euch mal überlegt, warum Drohnen so wirksam sind, wodurch Drohnen über Funkverbindung gesteuert werden. Die Leute, die die Drohnen zum Beispiel irgendwo in Afghanistan gesteuert haben, die saßen in Rammstein in Deutschland und da dauert das eine Weile, bis über den Satellit das zu der Drohne kommt. Trotzdem reagiert die Drohne sehr schnell. Die Drohne wird nicht so leicht abgeschossen, die macht alles Mögliche. Kann das der Typ in Rammstein alles alleine steuern? Da gibt es doch Verzögerungen, da gibt es eventuell Funksteuern. Warum kommt da nicht einfach ein Gegner und macht einen Störsender, einen Breitbandstörsender, sodass die Drohne nicht mehr funktioniert? Das sind alles Fragen, die kann man sich stellen, wenn man so ein bisschen technisches Grundverständnis hat. Und offensichtlich können die Drohnen eine Menge tolle Sachen machen. Und die werden durch Störsender und durch Entfernung und Satellitenverbindung mit Verzögerung des Signals in ihren Tätigkeiten nicht wesentlich gehemmt. Also vielleicht sind da schon andere Technologien am Werk, als sie öffentlich gemacht werden. Einfach mal nachdenken. Nun, und auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, die erweiterten, verbesserten, verstärkten Menschen. Und da gibt es seit den 60er Jahren bereits eine Menge, was geforscht wird. Was wird da gemacht? Also zum einen gibt es da Drogen. Also zum Beispiel psychedelische Drogen, die das Nervensystem verbessern und dafür sorgen, dass Menschen schneller reagieren, dass ihre Sinne mehr erfassen, dass sie besser denken können, klarer denken, von Gefühlen weniger beeinträchtigt werden. Das ist so die chemische Komponente. Es gibt auch in dem Bereich Chemie Drogen, die Menschen kräftiger machen für eine gewisse Zeit, ausdauernder, belastbarer, dass die auch unter schwierigen Bedingungen weniger Schmerzen haben, sich nicht so leicht müde fühlen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal überlegt habt, wie geht das eigentlich, dass so ein Kampfjet-Pilot unter enormen Belastungen von mehreren G, also mehrfacher Erdschwerkraft, wo der da solche Manöver fliegt, dass der stundenlang im Einsatz ist, dann hat er ein paar Stunden Ruhe, dann geht der wieder in Einsatz, hat wieder mehrere Stunden solche hohen Belastungen mit Unmengen Elektronik um sich herum und seine Atemmaske und Aufgaben, die hohe Präzision erfordern. Wie macht der das? Ich meine, okay, der hat studiert ein paar Jahre, der hat militärisches Training gemacht, aber ist der ein Übermensch? Die Antwort ist ja, deswegen kann er das. Aber Übermensch nicht im Sinne von Nietzsche, Mensch und Übermensch, habt ihr vielleicht mal gelesen. Auch nicht im Sinne von Gott, das ist was völlig anderes. Nein, es gibt einfach Drogen, die verbessern das Reaktionsvermögen, die schalten die Gefühle runter, sodass wir klarer denken können, die sorgen dafür, dass wir körperlich belastbarer sind. Und das alles hat seinen Preis. Das heißt, ja, diese Drogen können das tun und nein, der Mensch bleibt nach allem, was ich weiß, nicht so richtig gesund. Das hinterlässt Schäden. Nun, auch das haben natürlich die Wissenschaftler, die Militärs, die Politiker, die Industriellen, die sich damit auseinandergesetzt haben, festgestellt. Die haben gesagt, oh, da sind hochspezialisierte Leute, da haben wir einen Haufen Geld reingesteckt in die Ausbildung und so weiter.
und dann können die das nur ein paar Jahre durchhalten und dann brauchen wir neue. Das ist also nicht so wirtschaftlich. Ähm, von ethischen Perspektiven gehen auch manche aus. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber zum Beispiel gibt es ein Gefälle, meiner Ansicht nach. Es gibt tatsächlich Leute, die sind da sehr kalt und kalkulierend, meiner Ansicht nach, in der westlichen Welt. Aber es gibt sehr viel mehr davon in den Diktaturen, die es in der Welt gibt. Weil da gibt es viele Kontrollinstanzen, die wir haben. In den USA sagt man Checks and Balances. Gibt es da nicht oder nur sehr begrenzt. Das heißt, da kann man einfach mal sagen, wir probieren das jetzt mal mit 10.000 Leuten aus und wenn da jemand darüber berichten will, dann sorgen wir dafür, dass es nicht tut. In der westlichen Welt kann man sowas probieren, aber trotz alledem, wenn es jemand schafft, darüber zu berichten, kriegt er gleich einen Pulitzerpreis. Also ihr merkt das immer wieder zum Beispiel in der westlichen Welt auch über irgendwelche Missbrauchsgeschichten, Korruption, über Fehlverhalten, über Vorteilnahme und so weiter berichtet wird. Und das ist nicht im Sinne der Betroffenen, aber das passiert, weil wir in der westlichen Welt meines Erachtens mehr Möglichkeiten haben, das an die Öffentlichkeit zu bringen. Und in der autokratisch regierten Welt ist das weniger der Fall. Wie gesagt, es ist ein Gefälle. Es ist nicht so, dass es da gut ist und da schlecht ist. Wäre irreal, meiner Ansicht nach. Nun, diese Forschung, wo Menschen verbessert werden, waren zuerst mit Chemikalien. Viel Forschung ist in LSD zum Beispiel investiert worden, aber auch in Projekte, die CIA und Pentagon gemacht haben, neben anderen Staaten. Russland hat da viel mehr Geld reingesteckt, hat früher angefangen als zum Beispiel die USA. Die Russen haben schon in den 20er Jahren mit sowas angefangen. Die USA, soweit ich weiß, erst in den 60er Jahren, Ende der 50er, Anfang der 60er. Und da wurden bewusst und so weiter Drogen verwendet. Und dann aber ziemlich schnell auch Elektronik, wobei das zuerst noch sehr schwerfällig war. Aber seit etwa 20, 25 Jahren ist die Elektronik so leistungsfähig geworden und die Verbesserung zwischen der Kommunikation Mensch-Maschine so viel besser geworden, die Materialien sind so viel besser geworden, dass dagegen zum Beispiel sowas wie ihr in Fantasy-Filmen seht, wo so Leute so besondere Metallverbesserungen um das Skelett eingepflanzt kriegen und Krallen, die ausgefahren werden, das ist schon wieder Mittelalter in Bezug auf das, was die Forschung heutzutage kann. Und ja, was kann die? Also es gibt einfach Werkstoffe, die verbinden sich sehr gut mit Haut und Knochen und so und die machen das unglaublich stabil. Und es gibt zum Beispiel schon, soweit ich das in meinen Forschungen mitbekommen habe, so eine Art Folien, die legt man auf die Schläfen von Leuten, die Maschinen wie zum Beispiel Jets steuern. Und dann, wenn die Menschen gelernt haben, die Piloten, klar zu denken und sehr fokussiert zu denken, können die über ihre Gedanken, über diese Folien, über diese Wandler praktisch direkt an die Elektronik ihres Jets Befehle geben, was die tun sollen. Und das geht natürlich viel schneller, als wenn man irgendwas mit den Händen macht. Und das ist viel flexibler, viel vielseitiger. Und da gibt es die Implantate. Das meine ich jetzt nicht die spirituellen Implantate von Außerirdischen, die da irgendwas mit euch machen. Nee, nee. Sondern das bei zum Beispiel Soldaten oder bei Leuten, die besondere Aufgaben erledigen sollen, winzig kleine Chips, also in der Größe wirklich vom Stecknadelkopf oder kleiner, irgendwo eingebracht werden in das Gehirn, in Nervenknoten und dass die da sich integrieren, vernetzen. Es gibt tatsächlich Materialien heutzutage, die verbinden sich selbstständig mit organischem Gewebe. Die wurden schon in den Anfang der 90er Jahre hergestellt und da experimentierte man bereits mit besonderen Proteinen, aus denen man Schaltkreise herstellen konnte. Da hat IBM eine Menge Patente bekommen, soweit ich weiß, soweit meine Forschung geht. Und diese, ich nenne es mal bionische Elektronik, die kann man relativ einfach Menschen in die Nervenzentren packen, in die Drüsen packen und plötzlich hat der sowas wie einen Overdrive drin. Also so wie wenn ihr beim Auto einen anderen Gang einlegt, dann reagiert der schneller, ist weniger schmerzempfindlich. Besondere Kontaktflächen, die man vielleicht bei Kampfsportarten über Jahre mühsam abhärtet. Also zum Beispiel hier Unterarm, Handkante, Knöchel oder auch die Schienbeine, wo man immer wieder mit nicht zu hohem Druck gegen harte Flächen schlägt, damit man dort mehr Knorpel entwickelt und dass man dann zum Schluss damit auch Ziegelstein durchhauen kann und so. Das geht mit den Schaltkreisen, mit den Chemikalien innerhalb von wenigen Wochen. Dann ist da wirklich eine Stärke drin. Ich will jetzt nicht sagen wie ein Stück Stahl, aber schon drastisch mehr als das, was jetzt ein trainierter Sportler, Kampfsportler vorweisen könnte. Und die Leute sind schneller
und sie denken klarer, sie sind weniger von Gefühlen beeinflusst, von Ängsten zum Beispiel, von Vorbehalten, von Moral. So, und das sind die sogenannten erweiterten Menschen. Und die gibt es mit vielen Apps, mit vielen Applikationen zum Beispiel, ob das jetzt ist für den Wirtschaftsbereich, dass die praktisch eingebaute Computer haben, um Dinge zu berechnen. Das ist für den Bereich von vielleicht Biologie, wo die sich direkt an Untersuchungsapparaturen anschließen können. Das gibt es vielleicht für den Bereich Informatik, wo sich so ein Mensch direkt mit einem Computer verbindet, um den Computer zu überwachen und zu programmieren. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, was erzählt der Walter da? Meint er, das glauben wir dem? Das gibt es doch überhaupt nicht um uns herum. Ja, das unterliegt der Geheimhaltung. Ja, und wenn ihr glaubt, dass der Krieg, den wir im Moment in der Ukraine haben, mit der Technologie geführt wird, die heute bei den Supermächten vorhanden ist, also zum Beispiel USA, Russland, China, vielleicht noch Indien, Südkorea, dann muss ich euch enttäuschen. Meiner Ansicht nach wird dort Technik aus den 80er, 90er Jahren verwendet und warum, da kann ich nur drüber spekulieren, das ist vielleicht ein Thema für ein anderes Video. Aber auf jeden Fall kann ich euch sagen, das, was da gemacht wird, ist altbackene Militärtechnologie. Und die Sachen, die wirklich State of the Art sind, die wirklich der letzte Stand der Forschung sind, die werden nicht in das Auge der Öffentlichkeit, in den Bewusstseinsbereich der Öffentlichkeit gebracht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Also die weiterentwickelte Form des Krieges ist nicht meiner Ansicht nach taktische Atomwaffen und dann strategische Atomwaffen, sondern Leute, die zum Beispiel weit hinter den feindlichen Linien in einer Gegend, wo man denken würde, oh, hier ist man ja völlig sicher, dass da plötzlich eine ganze Familie von irgendwelchen Managern ausgelöscht wird, wo man gar nicht weiß, wie sind die da hingekommen? Ach, fällt mir gerade ein, habe ich das irgendwo in der Zeitung gelesen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das habe ich mir jetzt eben einfach ausgedacht. Aber ihr könnt ja mal aufmerksam die Nachrichten verfolgen und dann bildet euch eure eigene Meinung. Diese Dinge sind da. Es gibt sie nicht nur in der Beta-Version, es gibt sie in der Alpha-Version. Sie werden ständig weiterentwickelt und sie sind als ein Teil ihrer Bedeutung eine Art Gegengewicht zu der Entwicklung der künstlichen Intelligenzen. Inwieweit sich das ausbalanciert, inwieweit es vielleicht in wenigen Jahren oder vielleicht schon jetzt für sehr vermögende Menschen, also Milliardäre, möglich ist, ihre Kinder verbessern zu lassen mit entsprechenden Chipimplantaten, sodass sie von vornherein eine Art neuen Menschen darstellen, die so fähig sind, so fit im Kopf, so fit im Körper, dass die kaum Krankheiten entwickeln oder dass die ihre Krankheiten schneller heilen können aufgrund ihrer Verbesserung, dass die Dinge, wo andere 5 Jahre lernen, innerhalb von 5 Wochen sich reinholen, also verbesserte Lernfähigkeit, ein ganz wesentliches Thema bei den ausgebauten Menschen, das sehr schnelle Lernen. Und das geht mit Elektronik tatsächlich sagenhaft schnell, auch entsprechend speichern, die man einpflanzen, implantieren kann. Wenn man also jetzt denkt, naja, vielleicht haben dann Milliardäre, Multimillionäre genug Geld, um ihre Teenager, ihre Kinder entsprechend aufzubauen, in Internate zu schicken, wo die dann mit angepassten Lernmethoden innerhalb von 3 Jahren Abitur machen, innerhalb von 3 Jahren dann zum Doktor werden von irgendetwas und dann in die Welt hinausgehen und irgendwelche Führungspositionen einnehmen, dann ist es meiner Ansicht nach nicht völlig irreal. Es mag sein, dass das vielleicht jetzt schon passiert oder in wenigen Jahren passieren wird. Und bin ich jetzt auf der Seite der Verschwörungstheoretiker? Nein. Es gibt meiner Ansicht nach sehr viele Gründe, warum weltweite oder sogar weitreichende internationale Verschwörungen, wenn es sie denn geben würde, nicht funktionieren. Aber das ist Thema für ein anderes Video. Also ich bin weder im Bereich der Verschwörungstheoretiker unterwegs, noch bin ich der Ansicht, dass es irgendwie Aliens gibt, die uns alle beherrschen aus dem Hinterhalt und so, sondern ich gucke mir einfach an, was passiert. Ich meditiere viel, ich informiere mich. Ich habe aufgrund meines Jobs, meiner über 30 Jahre in der Welt der praktischen Esoterik eine Menge Verbindungen zu Menschen. Ich bin aufmerksam und ich schaue bei dem, was ich mache, über den Tellerrand. Ich bin von meinem Sonnenzeichen der Wassermann, was euch das sagt, das heißt dem Neuen aufgeschlossen. Heißt es jetzt, wenn ich dem Neuen aufgeschlossen bin, ich finde künstliche Intelligenzen und erweiterte Menschen gut? Dazu muss ich ganz klar Stellung beziehen. Ich muss sagen,
Ihr nicht. Können wir das vermeiden? Nein. Das ist bereits da. Es wird unsere Welt bestimmen. Und jetzt komme ich zum dritten und letzten Teil von dem, was ich euch gerne erzählen möchte, nämlich eine Art, Menschen aufzuwerten, auszubauen, ist, was ich euch erzählt habe, mit Chemikalien, Drogen, implantierten Chips und was ich, Knochen, die mit besonderen Kohlefasern überzogen sind oder anderen Eiweißen, die besonders beständig sind und dergleichen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, und das machen auch schon Leute seit vielen Jahrzehnten, die lernen Meditation, Schamanismus, die lernen Hellsehen, Remote Viewing, Heilen mit Händen, Energien, Informationsfeldern, die lernen, sich in Räume einzuspüren, die lernen Energiearbeit, mit der sich Gegenstände mit günstigen Mustern aufladen lassen, die lernen, wie man Kraftplätze findet, mit ihnen arbeitet, mit Engeln zusammenwirkt und dergleichen. Und das ist für mich die dritte Kraft. Alle guten Dinge sind drei. Naja, zwei von den drei Dingen würde ich nicht unbedingt als gut kennzeichnen, obwohl letztlich sind es Werkzeuge. Es kommt darauf an, was man damit macht, aber mein Ding ist es nicht. Das dritte, der konsequente Ausbau der spirituellen Fähigkeiten des Menschen. Das ist das, was ich seit Jahrzehnten mache und ständig weiterentwickle. Das heißt, die Dinge, die ich heute lehre, sind drastisch besser als das, was ich vor 10 Jahren gelehrt habe. Und das, was ich vor 10 Jahren gelehrt habe, hätte ich mir zu Anfang meiner Karriere, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, nicht vorstellen können. Und ich forsche weiter. Das heißt, meine Idee ist nicht, auf die Straße gehen, demonstrieren, denn, mal ehrlich, glaubt ihr, dass deswegen ein Roboter weniger gebaut wird? Also ich nicht. Für mich ist der Weg, die spirituellen Fähigkeiten der Menschen aktivieren, das Bewusstsein heben, ihnen zu helfen, damit einfach mit konkreten Ergebnissen umzugehen. Für mich ist der Weg, den Menschen dabei zu helfen, ihre schlummernden Potenziale wahrzunehmen, zu wecken, zu aktivieren und in ihrem täglichen Leben einzusetzen. Und das ist meiner Erfahrung nach, von dem, was ich über Jahrzehnte gelernt habe, erfahren habe, sehr viel leistungsfähiger, letztlich, als künstliche Intelligenzen und erweiterte technologisch entwickelte Menschen. Die Leute, die ihre spirituellen Fähigkeiten trainieren, können Dinge, die können Maschinen nicht, die lassen sich nicht mit Implantaten managen. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir aus der Phase des Spielens mit praktischer Esoterik, das waren so die 50er, 60er, 70er, vielleicht noch 80er, rauskommen in eine immer mehr auf das Praktische hin entwickelte Richtung, wo wir ernsthaft in Politik, Wirtschaft, Forschung und so weiter uns positiv, konstruktiv einbringen und eine dritte Chance zeigen, einen dritten Weg, wie es auch geht, nämlich zurück zur Natur. Aber das heißt nicht zurück auf die Bäume, das heißt nicht zurück in die Höhle. Das bedeutet einfach mit der Natur leben, nicht die Natur weniger schädigen. Also der Umweltschutz ist für mich allenfalls eine Übergangssituation. Für mich geht es um den Umweltnutzen. Das heißt, dass die Menschen lernen, mit der Natur zu leben, sie zu unterstützen in dem, was sie macht und in sich selbst ihre Natur anzunehmen. Und wenn wir das tun, Leute, dann wartet auf uns ein Paradies. Was auf uns wartet, wenn wir das mit den künstlichen Intelligenzen und mit den erweiterten, ausgebauten, technologisch verbesserten Menschen machen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich in so einer Welt wirklich leben möchte. Und bedingungsloses Grundeinkommen ist für mich auch nicht das Allerbeste, was ich mir vorstellen kann. Also ewig Mallorca zum Beispiel. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Falls euch dafür interessiert, was ich mache, auf meiner Website www.walterlübeck.com findet ihr das. Vielleicht haben euch diese Gedanken, die ich habe, Anregungen gegeben zum selber nachdenken, zum selber forschen. Und wenn ihr denkt, was redet der da, dann geht einfach davon aus, ich meditiere zu viel und man sollte das vielleicht auch gar nicht alles so ernst nehmen, was ich sage und wartet einfach ab, was geschieht. Vielleicht ist die Welt auch ganz anders. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt klar, denkt nach, bildet euch eure eigene Meinung. Tschüss.